Okay, ready? Ah, leck mich am Arsch! So Leute, ich denke, wir können eigentlich direkt wieder das Video beenden, ne? Denn ich habe gerade festgestellt, wir haben den perfekten Daily für den Robert gefunden. Hier richtig schöner, tiefer Schwerpunkt, denn Leute, wir befinden uns nämlich heute hier bei Mansory in Dubai und wir können mal so leicht hier so rüberschwenken, denn Leute, das ist völlig abgefahren, was hier für Autos rumstehen, diese Umbauten, das ist sowas von heftig und das werden wir heute richtig schön in Detail durchgehen, denn da merkst du bei Mansory die ganzen kleinen Details. Man merkt, ein Auto wird schon gestartet. Komm, wir gehen mal direkt mal rüber, weil das ist nämlich der Bentley, das ist nämlich richtig krass. Alter. Also da kommen wir überall jetzt gleich dazu, aber zieht euch mal den Bentley rein. Das ist, okay, komm, wir müssen nach hinten gehen. Alter, 750 PS. Alter, ist das krank, der Klang. Du denkst ja eigentlich so Bentley ist so schön entspannt, aber dann hier dieser Umbau, das ist schon richtig heftig. Vor allem von diesem Schwarz auf das Gelb übergehen, das ist schon heftig. Dann hast du natürlich hier noch diesen Spoiler mit dazu, was eigentlich kein Mensch braucht, ja. Aber ich muss schon sagen, irgendwie finde ich es schon wieder fett. Bei so einem Continental GT, wo du halt dann einfach nochmal hier so einen Spoiler drauf hast. Ich meine, das ist schon, kann man jetzt halt sagen, too much. Aber ich finde hier, es passt irgendwie. Vor allem kommt mal nach vorne, weil wenn du schon so richtig, sorry für den Ausdruck, Leute, wenn du schon so richtig auf die Fresse machst mit solchen Felgen, mit so einem Innenraum, gelb, schwarz, dann ja, kannst du auch theoretisch hinten so einen Carbon-Spoiler drauf machen, aber zieht euch das mal von vorne hier rein, denn das hier ist richtig heftig. Sowas habe ich noch nie gesehen. Hier einmal schwarze Lackierung mit so einem richtig schönen Perleffekt und auf einmal geht es über in Carbon, wieder hier weiter schwarz und dann wird es richtig geil. Das ist nicht so schwarz und auf einmal gelb, sondern es wird immer gelblicher. Heftig. Also wirklich habe ich noch nie sowas gesehen. Und das macht eben Mansory aus, dieses Einzigartige, dieses Exklusive, was du bei keiner anderen Tuningfirma oder irgendwo ansatzweise finden wirst. Und wenn wir mal schauen, hier haben wir einen Lamborghini Aventador, das ist Basis, aber hier Mansory Carbonado. Warum Carbonado? Wir haben einfach alles und zwar wirklich alles aus Carbon. Außen, innen, abnormal, abgefahren. Hier diese ganze Verspoilerung wieder. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht allzu viel bringen, aber das sieht halt einfach sowas von abnormal böse aus. Allein hier die Scheibenwischer. Die Scheibenwischer komplett aus Carbon, das komplette Dashboard. Und jetzt, wenn wir nämlich mal nach hinten gehen, denn da wird es nämlich umso interessanter. Weil es ist nämlich natürlich nicht nur so, dass du hier das komplette Ding aus Carbon hast, sondern auch Mansory hat hier richtig Hand angelegt, was das Ganze motormäßig angeht. Und zwar haben wir hier 1200 PS, bedeutet, wir haben hier einen Twin Turbo bei einem Aventador. Das ist halt nur abnormal krank. Wir haben den vorhin kurz gestartet. Ich will jetzt nicht nochmal starten, weil das stinkt nämlich bis zum geht nicht mehr. Wir können mal kurz den Clip von Instagram einblenden. So, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir einen auf Basis Lamborghini Urus. Das Ganze nennt sich Venatus Evo S. Und hier steht es auch noch schön drauf, 1 of 10. Davon gibt es nur 10 Stück. Muss man übrigens auch dazu sagen, von dem Carbonado ist ein Einzelstück, 1 of 1, genauso auch wie hier der Bentley ein Einzelstück. Hier haben wir 10 Stück. Jetzt müssen wir mal schauen, ob der offen ist. Wir müssen natürlich extrem aufpassen, Leute. Ich meine, es gibt nur 10 Stück davon. Ich will mich auch jetzt überhaupt nicht reinsetzen oder sonst was, aber zieht euch mal diesen Innenraum rein. Das ist halt schon wieder, also für mich persönlich ist das zu viel. Es gibt einige Leute, die feiern das. Was man natürlich sagen muss, Verarbeitung ist halt einfach nur krass. Wenn du allein hier schaust, hier das in grün, dann haben wir hier in weiß das Ganze, hier gelb und vor allem, allein, ich will das jetzt gar nicht zu sehr anfassen, ja, aber wie sich das eben anfasst, dieses Material, das ist so abgefahren. Hier schön alles in Carbon, die Fußmatten, egal wo du hinschaust, diese ganzen Nähte, diese ganzen Steppungen, das ist sowas von abgefahren. Allein auch hier oben dieser Dachhimmel, vor allem ist das so geil, du hast ja den Startknopf, hast du wie einfach bei einem Jetfighter.
hier oben, zieh dir das mal rein, da oben hast du den Startknopf und das Ding ist halt auch abartig laut. Schauen wir mal, was da drüben noch so steht. Das Einzige, das ist halt, da geht es halt auch nochmal weiter, genau bevor wir das vergessen. Also ich meine, wir haben hier 900 PS am Start, ja. Aber dieser Spoiler, es ist halt jetzt nicht mein Geschmack, ja. Das feiern bestimmt ganz, ganz viele. Ich find's geil hier, den Mansory-Umbau. Allerdings, ich würde ihn ohne den Spoiler nehmen, weil ich meine, erstens, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es was bringen soll bei einem SUV. Und ich finde, es sieht jetzt auch nicht so geil aus. Dafür, was ich aber richtig feiere, ist, wenn du mal nämlich hier nach hinten kommst. Und zwar hier die Abgasanlage. Das ist halt schon allein dieser Diffusor. Hier alles komplett aus Carbon und dann hier diese Auspuffanlage ist halt schon wieder einzigartig. Also das ist schon richtig, richtig geil. Hier haben wir nochmal einen Urus. Das ist halt hier der ganz normale Umbau, bedeutet hier 820 PS. Ja. Auch finde ich für mich persönlich schöner, das Ganze in dieser Carbonstruktur, ein bisschen mehr dieses Glänzende anstatt das Matte. Ja. Das siehst du halt natürlich hier auch wieder an der Seite. Du hast hier die Verspoilerung, ja. Dann auch hier mit den Felgen, sieht ganz geil aus. Wenn wir auch noch mal kurz nach vorne gehen, wenn man das auch hier anschaut, das ist halt schon auch krass. Wenn du halt wirklich genau hinschaust, diese ganzen Details, um hier kurz beim Urus zu bleiben, wenn du allein die Motorhaube anschaust, ja, komplette Motorhaube aus Carbon und dann hier überall diese artmäßigen Flaps an der Seite und so, das ist schon sehr, sehr verspielt und das ist, von vorne sieht schon böse aus. Also wenn das Ding da daherkommt, wenn du einen normalen Urus nimmst und dann hast du hier den Mansory-Umbau, das sieht hier schon richtig, richtig heftig aus. So, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal hier nach hinten zu der G-Klasse, denn das ist nämlich auch brutal. Also ich meine, so eine normale G-Klasse kommt ja schon richtig wuchtig daher. Aber wenn wir uns dann das anschauen, nochmal das Ganze hier breiter gemacht. Den Raum will ich jetzt gar nicht aufmachen. Das sieht schon böse aus. Auch wenn wir das Ganze von vorne anschauen. Wir haben natürlich wieder einen Haufen Carbon. Allein hier sehen wir es jetzt auch schön. Die komplette Motorhaube ist aus Carbon. Jetzt müssen wir mal schauen, was das Ding überhaupt Leistung hat. Das ist immer das Schöne. Das steht normalerweise hinten drauf. Ja, wir haben hier mal ganz entspannte 850 PS. Da geht auf jeden Fall gut was vorwärts. Und zieht euch das auch mal rein. Die Auspuffanlage, das sieht halt einfach... Das ist Mansory, das ist schon von der Verarbeitung her, von der Qualität, egal wo du hinschaust, das ist High-End-Level. Da gibt es nicht mehr, meiner Meinung nach. Auch hier finde ich, das feiere ich wieder mehr. Dieses glänzende Carbon, herrlich, herrlich. Aber jetzt, Leute, jetzt kommen wir hier Richtung Ferrari-Ecke. Und da habe ich für mich definitiv schon mein Lieblingsauto gefunden. Und den dürfen wir nämlich auch gleich mal starten, beziehungsweise ich glaube nicht, dass ich ihn starten werde, sondern ich genieße das Ganze lieber von hinten. Und zwar hier. Ferrari 812, ein One-of-One-Modell, 830 PS, kompletter Mansory-Umbau. Und was ich ja wirklich eigentlich am meisten feiere, klar das Auto, der Sound, V12 Power, aber diese Lackierung, sowas habe ich noch nie gesehen. Wenn wir nämlich mal nach vorne gehen, zieht euch das mal rein. Das ist hier so ein ganz spezielles Weinrot und diese Struktur, wie das Ganze hier lackiert ist, sieht abartig geil aus. Auch wenn wir hier schauen, wir haben hier rotes Carbon. Domi, musst aufpassen, nicht, dass du stolperst, ne? Weil das kann ich mir nicht mehr leisten. Ne? Allein auch hier, schau mal her, hier diese Spiegel, auch hier in Rot Carbon, abnormal. Also wirklich richtig, richtig heftig. Müsste, glaube ich, sogar offen sein. Schauen wir mal. Ich habe ihn vorhin schon kurz aufgesperrt gehabt. Ja. So, Innenraum. Auch krass. Hier, ich will jetzt wieder hier nichts anlangen, ja. Aber schaut euch das mal an. Hier allein der Gurt mit dem Mansory eingeprägt. Dann auch hier wieder die ganze Tür, die Nähte, die Steppungen. Das ist, boah. Und hier ist es voll in Ordnung. Dieses Rot finde ich richtig, richtig geil. Auch hier meine Einstiegsleiste. Wieder dieses rote Carbon, ja, brutal, einfach nur brutal. Schauen wir ihn noch mal kurz so von vorne an. Vorne kommt schon böse daher. Also ich finde den Umbau, den feiere ich richtig. Auch hier diese Flaps an der Seite, finde ich, passt ideal.
Der Spoiler kann man sich jetzt wieder drum streiten, ob das zu viel ist. Ja? Er ist auf jeden Fall, sagen wir es mal so, dezent groß gehalten. Ja? Aber wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, wir starten den jetzt halt mal, weil das wird euch richtig umhauen. Der Sitz wird hergerichtet. Also der hat ihn vorhin schon kurz gestartet und ich sage euch eins, das ist sowas von abnormal laut. Ich traue mich eigentlich gar nicht hier zu stehen, aber das ist, du hältst dir auch schon komplett die Ohren zu. Okay, ready? Ah, leck mich am Arsch! Mich am Arsch! Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Alter! Thank you, that's enough. Alter, das ist so... Also ich meine, ein 812 Straight Pipe, ja? Aber was ist da noch mal anders? Das kann doch nicht sein, dass das so viel lauter ist. Also wir sind ja damals einen 812 Centani gefahren. Alter! Und das war ja wirklich komplett Next Level. Aber das ist hier definitiv mindestens genauso gleich, wenn nicht sogar noch krasser. Ich meine, hier halt es halt auch abnormal. Da merkst du einfach pure V12 Power. So, jetzt bin ich wieder entspannt. Jetzt werden wir auch schön weitermachen. Ich würde sagen, wir bleiben. Ja, was machen wir hier? Darauf will ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen. Das ist hier ein Maybach, Mansory-Umbau, GLS. Das Einzige, was krass ist, komm mal her, Domi, wenn du mal hier von der Seite schaust, zieh dir das mal rein. Das sehe ich jetzt erst. Zieh das mal rein, wie breit das ist. Brutal, brutal. Aber komm, wir bleiben hier bei dem Rolls-Royce. Ja, einfach mal hier schön in dem mattgrau gehalten. Ja, und das ist halt jetzt wieder für mich, wo ich sage, Geschmackssache ist mir persönlich zu viel. Wo läuft er denn schon wieder hin? Das sind ja Filmkünste, da machst du ja einen Robert aber mal richtig Konkurrenz bei den Filmkünsten. Und das ist ja Wahnsinn. Was krass ist, hier der Kühlergrill. Wenn du von der einen Seite schaust, ist es hier schwarz, da gelb und dann schaust du von der anderen Seite und dann ist es umgedreht, hier schwarz, da gelb. Ja, ist halt so ein kleines Detail, ne? Motorhaube komplett in Carbon. Hier Innenraum ist halt, ja, ich sag mal so, ja, Geschmackssache, ne? Also das wird einigen richtig, richtig taugen. Für mich persönlich definitiv zu viel, gar keine Frage. Aber was man wieder sagen muss, Qualität ist halt einfach heftig. Wenn du hier wieder schaust, die ganzen Nähte, die ganzen Steppungen, der Sitz und vor allem hier oben diese Beleuchtung, was da noch zusätzlich zugebaut worden ist, Lenkrad in dem Carbon, das ist schon brutal, ja. Hier geht's weiter. Was halt krass ist bei dem Modell, diese Lackierung, dieser Perleffekt, was hier rauskommt. Das ist auch so ein Thema, Leute, was mir hier nämlich jetzt aufgefallen ist. Ich bin das erste Mal bei Mansory. Ja, sehe zum ersten Mal hier diese Modelle und diese Lackierungen. Ja. Das eine ist ja das Bodykit und so, der ganze Umbau, Motor, aber das Carbon und diese Lackierungen ist, glaube ich, für mich persönlich das, was mich am meisten bei den Autos fasziniert, weil das habe ich noch nie davor gesehen und das, allein hier dieser Perleffekt, was da wieder rauskommt, in Verbindung mit der Carbon-Motorhaube, brutal. So, hier kommen wir jetzt zu einem Auto, das ist auch abartig und zwar ist das hier der F8XX von Mansory. Was dieser Spoiler da sein soll, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, weil eigentlich fehlt da ja was in der Mitte. Aber dann ist mir ja gekommen, warte mal, das basiert ja hier auf dem Enzo FXX und deswegen, der hat ja hier an der Seite eben auch die Flaps gehabt. Heck ist halt wirklich abnormal, vor allem hier die Auspuffanlage ist halt brutal. Da so relativ mittig gehalten, wieder komplett einfach alles aus Carbon, egal wo du hinschaust. Auch von vorne, wenn wir schauen, hier zusätzlich diese Flaps an der Seite und das hat definitiv schon diese Enzo FXX Gene. Definitiv, wenn man das Bild vor Augen hat, ja, ist halt schon krass. Auch diese kompletten Carbonfelgen ist halt wirklich heftig. Wenn wir uns den Innenraum anschauen, da ist halt schon wieder, ja, leider für mich auch persönlich einfach too much in dem Grün, aber schon wieder qualitätsmäßig brutal, wie hier dieses F8XX, wie das hier eingesteppt ist. Diese Nähte, diese Details, die Fußmatten, da kommst du nicht drauf klar. Das Lenkrad, diese großen Pedals, also Wahnsinn. Allein diese Knöpfe, die Knöpfe geändert worden sind. Unfassbar, wirklich unfassbar. So, was haben wir hier noch?
Hier Ferrari Roma und da komm mal her, also hier, jetzt sieht man es richtig heftig. Zieht euch mal diese Lackierung rein. Dieser Perleffekt, das ist brutal. Und wenn ihr jetzt halt denkt, ja, das sind hier Sticker. Nein, Leute, das ist hier alles handlackiert. Von weiß auf grün übergehen und das hier ist alles hier handlackiert. Also ich frage mich immer wieder, wie sowas überhaupt gehen soll. Und hier reden wir auch von einem One-of-One-Modell. Allein auch hier die Seitenspiegel in Carbon. Und wenn wir uns das Heck anschauen, und ich finde, also Heck feiere ich am meisten. Und es ist für mich eigentlich von allen Autos, was hier stehen, finde ich das Heck hier am brutalsten. Weil allein dieser komplette Diffusor in Carbon gehalten, wie weit es hier rausgeht, die Auspuffanlage und vor allem, was ich ja auch richtig geil finde, ist, da reden wir eben wieder von den kleinen Details. Wir haben hier grün und hier weiß und hier ist es dann genau umgedreht und das ist nicht in irgendeinem Sticker, sondern das ist hier auch alles handlackiert. Also wirklich brutal. Einziges Thema ist jetzt für mich der Innenraum, ja. Wenn wir uns das anschauen, ja, ist halt auch wieder sehr gewöhnungsbedürftig, denn es geht hier, schön aufpassen, wir wollen nichts kaputt machen, ne? Es geht hier mit grün weiter. Grün, weiß, hier wieder die ganzen Nähte, hier der Innenraum, die Pedals, brutal. Auch hier der Gurt, das kann man einmal kurz zeigen, wieder schön das Mansory. Das ist schon wirklich brutal. Ja, Leute, das war hier so ein kleiner Walkaround bei Mansory. Ich weiß es nicht, haben wir irgendein Auto vergessen? Ich glaube nicht, oder? Haben wir soweit alles. Also ich meine, natürlich, wir haben hier noch so ein Jetski, das Ding hat auch über 400 PS, ja. Aber sonst, also für mich das erste Mal bei Mansory gewesen, mein erster Besuch hier. Und ich wollte auch jetzt gar nicht zu extrem auf jedes Auto hier eingehen, weil da gibt es einfach so viele Details und ich glaube, dann wird das Video eine Stunde lang werden. Aber ich glaube, das Wichtigste sollte alles gesagt sein. Wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall zurückkommen, weil wir müssen Probefahrt für Robert mit dem Motorrad machen, ja. Da muss ich mal mit dem Chef von Mansory reden, ob das denn klar geht, dass wir da mal eine Probefahrt machen können. Ja, und sonst, also ich meine 812, der Sound ist einfach brutal gewesen, die ganzen Urus-Modelle und alles ist wirklich Wahnsinn. Man sagt ja immer wieder bei Mansory, entweder man liebt es oder man hasst es. Bei mir ist es so, ich feiere die Marke, ich finde es geil, die Umbauten, ich finde es geil, dass es wirklich eine Tuning-Marke gibt, die sich so was Extremes traut. Da kann man jetzt halt sagen, was man will, aber die Verarbeitung, die Qualität ist halt wirklich Wahnsinn. Die Arbeit, die hier angelegt wird, bei jedem Fahrzeug, diese ganze Liebe zum Detail, die findest du, glaube ich, bei fast keinem anderen Tuning-Unternehmen. Und von daher würde ich sagen, wir machen Schluss mit dem Video und dann überlegen wir uns, was wir beim nächsten Video wieder machen, oder? Dann gehen wir jetzt was Mittagessen, oder? Nicht, dass du mal austrocknest, weil du so viel geredet hast heute, oder? Also, trink mal was.